Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria, Alishas Geschichte der Story DLC Part Nummer 3. Wir sind auf der Suche nach dem Extremisten, sind dazu in eine tiefe Höhle gegangen, die nach Kemlen führen soll, die es erst seit kurzem wieder an die Erdoberfläche geschafft hat. Und eine gewisse Simone scheint damit zu tun zu haben, dass diese Höhle auf einmal wieder frei zugänglich ist. Und wir scheinen auch gerade eben, beziehungsweise beim letzten Mal, am Ende des letzten Partes, in ihre Domäne gelaufen zu sein. Deswegen sieht sie gerade etwas sehr düster aus. Aber bevor wir ihr entgegentreten, gucken wir noch mal ganz kurz hier ein bisschen rum. Denn hier finden wir noch eine Truhe mit einem Traubengummi, was wir nicht brauchen, weil wir davon schon gemaxt sind. Wir können nicht noch ein weiteres Gummi tragen. Wir können 100.000 Ausrüstungsgegenstände mit uns tragen. Aber sobald wir 16 Gummi tragen sollen, dann ist Schluss mit lustig. Das geht ja überhaupt nicht. So, aber genügend davon. Wo erwartet uns das kleine schwarze Mädel? Schwarzhaarige Mädel, um politisch korrekt zu bleiben. So, roter Lavendel, ein bisschen Zeug können wir natürlich noch mit einsammeln. Könnten wir eigentlich theoretisch alles in Alisha reinpumpen. Ach, wir müssen doch noch erst in den nächsten Höhlenabschnitt. Beziehungsweise sind wir schon draußen? Oder ist das alles wieder eine Illusion? Wir sind noch nicht draußen. Okay, die Höhle scheint doch noch ein bisschen weiter zu gehen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber diese Höhle führt also tatsächlich nach Kemlen. Es gibt also einen zweiten Weg dorthin. Und mehr oder weniger hat es die Gruppe Alisha beim letzten Mal zugegeben, dass Sorey sich wahrscheinlich dort irgendwo aufhält. Und das ist ja eigentlich unser Hauptziel, Sorey wieder zu finden, zu erfahren, was mit ihm passiert ist. Oder die Frage, ob überhaupt irgendetwas mit ihm passiert ist. Hier finden wir ein Melonengummi, sehr schön. Denn ich hatte ja schon beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, vielleicht ist ja auch gar nichts mit Sorey passiert. Vielleicht ist er immer noch ganz normal in seinem alten Körper und sitzt irgendwo auf einem Thron und beobachtet alles von oben ab heraus. Das war die falsche Präposition, ich entschuldige mich vielmals. Und beobachtet uns von oben, um von da zu beobachten, was die Welt, die er erschaffen hat, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Welt, die er gereinigt hat, um eben zu beobachten, was die Menschen damit jetzt anfangen zu wissen. Und Alisha soll da natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen. So, der Raum gefällt mir überhaupt nicht. Komm raus. Ich weiß, dass du hier bist. Schlalalange. Lady Maltrin. What the fuck? Nein, Illusion. Alisha. Illusion. Do you still see a teacher when you look at me, dull girl? Simone, what are you doing? Now, Alisha Stifta, let me see you struggle. Alisha! Look out! You're awful. Want me to do this? No. I'll take this one. I have to. No one will blame you if you can't. You sure? Yes! Man. Motivieren kann Rose hier auf jeden Fall. Und wir kämpfen gegen Maltrin. Natürlich. Nein, natürlich ist es wieder eine weitere von... Natürlich ist es eine weitere Illusion. Wir wissen es alle von Simone.
immer noch eine Meisterin der Illusion und Manipulation. Was wir eigentlich auch mal machen könnten, wäre das hier. Nice one. Mystische Arte von Alisha. Allerdings machen wir ihr gerade kaum Schaden. What the fuck? Die haben ihr doch gerade schon viel mehr Schaden zugefügt, oder? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich spiele übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Weil, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, mir kommt jetzt hier in dieser Alisha-Geschichte nicht auf die Kämpfe an, sondern auf die Story und auf die Charaktere, was mit denen passiert ist. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass Rose und die anderen beiden, Edna und leider, aber insbesondere Rose natürlich, Alisha eine Art Training unterziehen wollen, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt können wir die mystische Arte raushauen, während sie gelähmt ist. Dann machen wir nämlich schön viel Schaden. Ja, wobei 4000, so viel war es jetzt auch nicht. Irgendwie ist der Schaden, den wir austeilen, dürftig, verbesserungswürdig. Bist du eigentlich auf irgendwas anfällig? Nö. Wobei, doch. Gegen elementar neutral und gegen Wind. Dann hauen wir mal mit unserem Dämonenzahn drauf. Denn so haben wir immerhin mit Alisha einen kleinen Fernkampfangriff. Dämonenzahn raushauen, was das Zeug hält. Okay, und mitten im Gespräch setzt sie einfach mal ihre mystische Arte ein, aber macht jetzt nicht so beeindruckend viel Schaden. Was ich echt schade finde, dass wir mit Alisha nicht amortisieren können. Würde mich sehr interessieren, wie das wohl aussehen würde, wenn sie mit den Seraphinen sich verbinden würde. Naja, vielleicht warum sie doch, denke ich, so stark genug. So, aber irgendwie hält sie wirklich ganz schön viel aus. Oder wir teilen einfach nur zu wenig Schaden aus. So, jetzt ich wollte gerade sagen, wann hat Rose eigentlich noch vor, sich mit jemandem zu amortisieren? Jetzt hat sie es endlich mal getan. Das erste Mal in diesem Story DLC ist schon hier eine mystische Arte, diesmal gegen uns. Wow, ich glaube, sie hat sogar alle da getroffen. Aber Wayne interessiert, sage ich dazu nur. Sehr schöner Angriff. So, wie viel hast du noch? 15.000. Oh, die macht auf einmal ganz gut Schaden. Kommt, my friend. Beziehungsweise Simone. Gib einfach auf. Sehr schöne Combo. 10.600. Ah, jetzt hat die Combo leider wohl die Combo unterbrochen. Lichtstoß erneut. Und schon wieder hat sie alle getroffen. Oh, jetzt sind wir sogar in einem KP-Bereich, wo wir mal einen Gummi zu uns nehmen sollten. Und natürlich hat sie immer noch den Speer. Was heißt natürlich? Okay, es ist eine Illusion. Von daher ist es doch natürlich, dass sie immer noch das alte Schwert damals von Asura trägt. Diesen von Dunkelheit, von Bosheit geprägten Speer. So, 1200 hat sie noch. Das sollten wir jetzt zu Ende bringen. I'm not letting you purify me. What truly needs purification is this entire world! It's the same thing all over again. The real Maltran wound up killing herself, right? Yeah, and with Alisha's lance. Looks like Awful Girl plans to reenact the whole blessed thing. Should we intervene? No. Lady Maltran. So you stay your hand and sympathize with your enemy. Soft to the core. Of all your flaws, that might be
Diesmal macht sie es selbst. Sehr gut. What you hate about me the most. Isn't that right? Mildred. Farewell. Ich wollte sagen, fast ein Déjà-vu. So it was an opportunity to make a clean break with her past. You are such a doof. Why? Simone, Why do you smile? Who are you? this is Simone, a seraph with the power to create illusions. Everything just now was the work of Creep Girl here. It was her? Why do you smile when I tear open your wounds? How do you endure? Thank you. Huh? For allowing me a chance to right my mistakes. I'm truly grateful. Thanks to you, I can step forward with a clear mind and no regrets. That's our Alisha. Simone! I see now what great potential our world has lost. Hey! Get back here and tell us what you know! Dear girl, you too carry a heavy burden. This was mere prologue. Will it be tragedy or comedy, I wonder? What's her damage? I think Simone may be questioning her place in the world. You can tell that she's trying to make a reassessment. Of Alisha? And you. I imagine she's quite concerned. Concerned about those who walked with Sorey, which path we will take, which beliefs will guide us. With Sorey. Whoa, malevolence! Well, haven't you tortured her enough? Rose? Alisha! How about a trip? Huh? To where Sorey is? What? Huh? You don't want to? No, I do. But why now? You coming? Yes, of course I am. Cool. Let's get moving. Whoa, wait up! Why did you suddenly change your mind? I don't know. Huh? Maybe it's the resolve you showed back there. I'm not sure I follow. I mean, you're radder than I thought. Ratter? I'm a rat? What? Oh, you just told me. The promise has been kept. No. One fate leads to another, and on and on. Such is the way of this transient world. You and I are but jesters, madly dancing through destiny's tangle. But know that this may be the last time our paths intersect. I see how it is. I see very well. We all have burdens. The girl and her sniveling companions still place hope in the shepherd brat. Fate, eh? Makes me sick. Er lebt also auch noch. Aus gleichem Grund, wie Maltran doch auch noch überlebt hat. Weil sie einfach nicht gereinigt wurden. Verstehe ich das richtig? Und deswegen lebt anscheinend auch Lunar noch. Und ebenfalls von Bosheit. Noch mehr Bosheit als zuvor. Beklagt. Meine Fresse. Okay. Aber Alisha
ist wirklich stärker geworden. Und es scheint wirklich alles ein Test gewesen zu sein. Ich dachte sogar kurzzeitig, dass sich Rose mit Simone vielleicht zusammengetan hat, um das hier alles zu inszenieren. Soweit würde ich dann wohl doch nicht gehen. She used to work under the Lord of Calamity. What? Isn't she a seraph? She is, but it was not people or seraphim who saw the true worth of her power, but the Lord of Calamity himself. So she clung to him. He was the only entity she knew who valued her and her abilities. And then Sorey and I tore that from her. I sense a commonality between her and me somehow. Which part? Your stubbornness, or your stubbornness? Not that. Maybe your stubbornness, then. Edna, you too? Or your stubbornness! It's okay to keep quiet when you can't think of anything, you know. Ouch! Stubborn! That was your target? Really? Rose, I'm no longer following the conversation. Aha! You've got stub burnout! Oh no, is it contagious? What? Oh dear, I think we've completely derailed. And whose fault is that? Ja, darauf gibt es nur eine Antwort, aber wir werden sie mal alle für uns behalten. Auf jeden Fall scheint Rose jetzt Alisha mehr oder weniger akzeptiert zu haben und deswegen möchte sie Alisha jetzt zu Sorey führen. Gut, was ist unser Hauptziel? Finde Sorey und gehe danach zum versiegelten Gelände. Okay. Ich denke, das eine hat mit dem anderen zu tun. Aber erstmal zu Sorey. Und wir scheinen gleich in einen neuen Bereich zu kommen. All the answers you seek lie up ahead in Camlon. Camlon. After the dragon fell, we all went to face the Lord of Calamity in our final battle. Which took place in Camlon. So Sorey's path took him to Camlon, the origin village. Yep, that was also where the Helionized Mautellus had been sealed away. What? Meaning that the ultimate causes of the Age of Chaos were there in Camlon. Your hunch wasn't too far off, Alisha. Of course, even if you'd made it there, you couldn't have gotten in anyway. Oh? Why is that? Cool your jets. We're explaining this in order. Dieser Seufzer und diese Haltung gerade, dass Alisha sogar so genervt sein kann. So hat man sie selten erlebt. This cave wasn't passable before, correct? How were you able to enter Camlon then? We came through the sealed path from Elysia. Elysia? Sorey's hometown? Yep. Bartlow had sent troops to invade the village, but... Oh wait, you knew that part, didn't you? Yes. In the chaos, I missed the news of their deployment. Well, what happened was Kittybeard went and smashed Elysia's blessed domain, then lured them in. Oh, here we go again. It's all my fault. But it's true! What's done is done. Get over it. I'm not like you, Rose. Damn right you aren't. I've never known anyone who could be so weak. Or so strong. Rose? Let's go, normal girl. Don't make fun of me. It was a compliment, I thought. Unlikely. These two. Ja doch, irgendwie war das schon ein Kompliment. Und da macht der Satz, die Stärke kann auch durchaus eine Schwäche sein, sehr viel Sinn. Hatte Rose eigentlich schon recht mit dem, was sie gesagt hat. Und jetzt sind wir in den Stolatbergen. Ein komplett neues Gebiet, das wir noch nicht kennen. Interessant, hier haben wir noch einen Speicherpunkt und natürlich noch ein Zwischengespräch. Jenseits der Ängste. Well now, that was a big sigh. Und nicht der erste. Lila, no, never mind, it's nothing. It's nothing inevitably means it's something. I'm here if you need to get anything off your chest. I just don't know what to do with myself. I don't know if I want to live life as a princess, or a politician, or as a knight. Or if I want to throw off all those ties and just try to be a normal girl. Or if I want to live life as a squire,
purifying malevolence throughout the land. And you feel the need to find the answer to that, correct? Well, yes. I mean, I'm to be a stateswoman, serving my country and my people. I know this and accept it. And yet, life has never been so fulfilling as when I'm traveling together with all of you. I worry that I don't believe in my answer after all. To find one's answer, I agree that this is a very important thing. I told this to Sorey and Rose as well. Exactly. That's why... Alisha, may I ask you this? Does gaining one's answer necessarily mean losing something else? Huh? That's all I can say for now. You spoil her too much. Sometimes we all need hints, Rose. You never gave us any hints. Maybe not, but this journey is soon to reach its end. We won't get to plod on in search of the answer like it was with you and Sorey. True enough. My answer. Ja, und Sorey hat ja eine längere Reise gebraucht, um seine Antwort zu finden. Aber man merkt schon, Alisha ist so auf dem Weg oder auf der Suche nach ihrer Bestimmung, was sie wirklich tun möchte. Aber auch eine sehr interessante Frage. Wenn man eine Antwort gefunden hat, verliert man automatisch dadurch etwas anderes? Nicht unbedingt, oder? 20.000 Gold. Wow. Ich frage mich, wie viel das Outfit, das Alisha gerade trägt, gekostet hat. Und wenn wir es richtig mitbekommen haben, hat Rose ihr die Sachen doch gegeben, oder? Oder sogar angezogen? Das konnten wir leider nicht You sehen. said that the way to Camlon was sealed off in Elysia, right? Was Sorey aware of that? There were, well, circumstances. That doesn't tell me anything. It's kinda convoluted. I don't know how to really explain it all. Lila? Convoluted, intricate, elaborate, complex, labyrinthine. Like many of the words we use today, it comes from the long-abandoned tongue of an ancient empire. The curious and refined dialect of the Norman represents a divergent branch of this language. In this case, scholars have traced its origin to the words con, together, and volver, to roll, hence, tangled up! What? Huh? Hint, don't ask Lila. Then may I depend upon you, Edna? You want me to do the honors? That's some guts you've got there. If it's not too much trouble. All right, but prepare yourself. Prepare myself? Motelis only became a Hellion because Highland and Rollins got Camlon wrapped up in their petty war between Earth-dwellers. The previous shepherd's sister, Muse, felt personally responsible for the misdeeds of humanity, and so she gave herself as a sacrifice to seal the path. But only after she had entrusted Sorey and Meebo to Zenris. That's the one they call Gramps. They were just wee little babies, you see, Weebo. So Zenris raised Sorey and Weebo in Elysia, planning to tell them the truth of their heritage when the time was right. Now, in order to learn more about Kittybeard, as in Heldoff, the Lord of Calamity, we sojourned to Logren to consult with Maven, the storyteller of time, who... Oh my goodness. I need a diagram or something. I think we'll call it a day here. Good night. Hey, no fair! What, my painstaking summary is boring you? Oh, no, I didn't mean that. Listen close. This next part is extremely crucial. The ancient empire Lila mentioned? It was a hegemony of the normies, by the normies, for the normies. Normies? Normies. I'm a little unclear what this has to do with the seal in Camlon. So I am boring you? No, not at all! It was then that the turtles and the dark turtles had their fateful... Morning! Good morning, Rose. My word. Was Mikleo really okay with that? I don't know. Edna! It was probably hard on him, yes. They're still at it? I'm afraid so.
Yet he accepted that his mother had given her life for her answer. And that gave him the courage to continue on. Yeah, super annoying. Not at all. Such conviction is admirable. Rose, do something. Make it stop. Huh? Me? So even you were no match for Alisha. This is no mere girl. It's a monster. In gewisser Weise schon, ja. Aber da scheint sie wirklich eine sehr detailreiche Geschichte erzählt zu haben. Aber gut, gehen wir mal wieder in die nächste Höhle. Höhle in den Stolatbergen hinein. Also doch noch ein kleinerer weiter Dungeon-Part, Fragezeichen, den wir hier auch noch abzugehen haben. Aber die Höhle, rein optisch gesehen, unterscheidet sich jetzt nicht großartig von der vorher. Na, ich bin mir relativ sicher, hier drin könnte uns eventuell unter Umständen gegebenenfalls vielleicht auch noch etwas erwarten. Oder vielmehr jemand. Who knows, who knows. Lavendel, vielen Dank. Aber wir werden es bestimmt bald herausfinden. Und es könnte tatsächlich schon sein, dass wir bald schon am Ende des Story DLCs angekommen sind. Natürlich jetzt in den letzten Minuten sehr viele Zwischengespräche, was mich allerdings überhaupt nicht stört. Im Gegenteil, ich finde die Gespräche wirklich sehr, sehr interessant. Da ist nichts und hier drin scheint uns doch nichts zu erwarten. Außer ein weiteres Elixier, denn wir kommen gleich schon wieder aus dieser kleinen Höhle. What's up? You were able to save the Seraph Zenris, right? Oh no. Lord Zenris may have been absorbed into that man, but he continued to point Sorey to the right path, even until the end of his life. And Sorey lived up to his Gramps' expectations. So Kittybeard could pull out all the dirty tricks he wanted. Still did him no good in the end. Indeed, the bonds uniting Sorey, Mikleo, and Lord Zenris are robust. Even the vile machinations of that man could not so easily corrupt them. I still don't quite understand. Why was Heldolf so fixated on Sorey? Fixated? His end goal was to fill the entire world with malevolence. That was the answer he arrived at after years of unimaginable loneliness and despair. He just wanted someone else. A friend. A friend? Of course, even if he'd succeeded in corrupting Sorey through Gramps' murder, it still wouldn't have made them friends. Sometimes, you don't realize that it's your own actions pushing you further and further away from what you truly desire. What? Rose, you are quite radical too. Huh? Only sometimes, though. Yes, sometimes radical. Guys? Ach, da hat sie mal wieder gelächelt, Alisha. Und da ist schon wieder das Tageslicht. Stolatberge, Region Nummer 2. Noch eine kleine Kletterpartie scheint es hier zu werden. Einen Trank nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Und hier wieder hochklettern. Nee. Sag jetzt nicht, dass es etwas Optionales. Sag nicht, dass es jetzt ein Schmelztiegel für Alisha. Mal ganz kurz speichern. Das ist ein Schmelztiegel. Und ich habe mich ja schon die ganze Zeit im Hauptspiel gefragt, oder ich hatte es vielmehr vermutet, dass wir noch irgendwann ein Schmelztiegel für Alisha finden werden. Und ich glaube, den haben wir gefunden. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass das erst im Story DLC der Fall sein wird. Von hier geht eine unglaublich starke Bosheit aus. Anscheinend können nur Alisha und Rose eintreten. Oh, wisst ihr was, Leute? Das werden wir auch tun.
Allerdings würde mich gerade noch interessieren, wo es denn dann weitergeht. Irgendwie müssen wir anscheinend... Ach, da können wir hoch. Ah. Aber ein bisschen kämpfen müssen wir dann wohl doch noch. Oder dürfen wir wohl doch noch. Allerdings erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Zestiria, Alishas Geschichte der Story DLC. Vielleicht dann schon zum allerletzten Part. Es könnte durchaus sein, denn ich glaube, viel mehr wird uns tatsächlich nicht mehr erwarten. Aber wir werden sehen beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.